Guten Morgen, liebe Freunde hier auf dem besten Kanal auf YouTube, wenn es um Musik geht und die besten Intros und den besten Spezialgast. Herzlich willkommen, Dana Rolle! Hey! Oh, ja, irgendwann kriegen wir es auf jeden Fall nochmal hin. Vielleicht bei den 100.000 Abonnenten habe ich gehört, deswegen müsst ihr jetzt unbedingt abonnieren. Ich habe gehört, dass wir heute endlich den Song, ich dachte die ganze Zeit Boy in Love und Boy with Love wären dasselbe Song und die ganzen Zuschauer, die jedes Mal sich wünschen, ey, mach doch mal mit BTS Boy in Love, with Love und so, dass sie sich verschreiben und weil den haben wir ja schon gemacht. Das ich auch am Anfang. Ich denke immer, hä, bist du dumm? Das heißt Boy with Love, der Song. Was ja, laberst du von innen? Und nicht nur das, sondern wir haben den schon gemacht. Aber wir waren die Dummen. Dabei waren wir wieder einmal die Dummen natürlich. Wieso zweifeln wir auch an der Community? So, auf jeden Fall kommt heute endlich seit langem mal wieder auch etwas von BTS. Titel Boy in Love. Der wurde so lange schon gefragt. Also seit du Boy with Love gemacht hast, habe ich, glaube ich, Boy in Love schon gelesen. Und am Anfang dachte ich mir so, hä, was wollen die? Wir haben den Song doch gerade erst gemacht. Ja, das ist so bescheuert. Und dann habe ich mal nachgeguckt und dann habe ich gesehen, dass es nochmal ein Song ist. Ja. Ja, Grüße gehen raus an die Profis. Jetzt auf jeden Fall. Wir haben es auf jeden Fall. So, ja, der ist ja auch schon 5 Jahre alt wohl, hier 2000. Und ich habe echt ein bisschen Angst wegen diesem Thumbnail mit wie, weil das ein bisschen erschreckend aus. Okay, los geht's. Hab ich nur in die Windel gemacht. What? Oh. War schon so, okay. Oh, war das doch John Cook im Thumbnail? Ich hab's Thumbnail gar nicht gesehen. Sicher. Naja. Ich habe gar nicht aufs Thumbnail geachtet. Ich werde eines Besseren belehrt werden. Bestimmt. 되고파 너의 오빠 너의 사랑이 난 너무 고파 되고파 너의 오빠 널 갖고 말 거야. Ist das BTS? Keine Ahnung, wenn du mich so fragst. Also vor 5 Jahren, da waren die noch ganz schön jung. Jo, aber... Okay, warte. Ganz links Jin, dann Jimin, dann Sugar, dann Jungkook in der Mitte, hinten mit den weißen Haaren RM, V und J-Hope. Ja. Wow. Aber wie krass anders die aussehen. Die sehen ganz anders aus. Also Friese und so, ne, das ist alles klar, das ist ja sowieso immer irgendwann anders. Die sehen aber so... teilweise wirklich sehr anders. Also, ich weiß nicht so, ob es Attitude ist oder vielleicht doch das Gesamtpaket, ist schon krass. Also die haben sich, da sieht man, ich meine, für uns ist es ja immer noch neu, weil wir immer wieder so viele Sprünge machen zwischen den ganzen Gruppen, weil wir hier irgendwie alles versuchen mitzunehmen für euch, für die Community. Wenn wir dann immer tiefer und immer weiter in die älteren Sachen reinkommen von den Gruppen, ist es dann doch eine ganz schöne Überraschung, wie denn die Entwicklung stattgefunden hat. Das ist schon sehr, sehr spannend und sehr faszinierend, muss ich sagen. Ich höre irgendwas summen hier, deswegen gucke ich so komisch. Oh, ich höre es aber auch. Ja, naja, gut. Weiter. Das ist so richtig E-Gitarren drin. diese Sounds.
So links, rechts und dann plötzlich von hinten nach vorne dieser zum Aber Sprung. tatsächlich ein komplett anderer Stil, ne? Also gut, wir haben auch schon ein paar alte Sachen. Was ist eigentlich mit War of Hormone-Video? Ist immer noch gesperrt, wir ne? mal machen. Okay. Wir hatten War of Hormone hatten wir tatsächlich schon gemacht, der wurde aber gesperrt direkt und ist immer noch gesperrt. Leider. Aber da hatten die, wir wissen ja, dass die vom Rap kommen, also oder die ersten Songs eben auch sehr Rap-lastig waren. Und stimmt, die hatten da auch schon die krassen E-Gitarren und so drin. War so irgendwie krass, weil es so schon sehr rockig ist, auch vom Style her, wie die angezogen sind und so. Aber dann trotzdem dieser Rap irgendwie. Also ich finde schon ja, ist sehr halt so, rockig. ist halt so ein bisschen trotzdem Limp Bizkit-y, sage ich mal. Oh, stimmt. Oder stimmt. Linkin Park. Ja, So, das hat ja dann auch stimmt. immer schon so ein bisschen die Hip-Hop-Drums dann drin und auch Rap-Parts. Das ja, gibt's stimmt. auf jeden Fall schon. Sehr interessant. Auch geil, dass wirklich auf der Stimme von RM hier, während er in dieses Radiomikrofon reinspricht, auch wirklich so ein Radioeffekt tatsächlich auch auf der Stimme drauf ist. Kleiner Detail. Detail am Rand der Sache. 간다면 천차가 것 같아 가나다라 마바사 하쿠나 마타타 똑같은 프로필 사진 왜 자꾸 확인할까 Er hatte gesagt Hakuna Matata. Oh, Ach so, ich glaube schon. echt? Ja. A, B, C, D, E, F, G. Ohne Witz. 간다면 천차가 것 같아 가나다라 마바사 하쿠나 마타타 똑같은 프로필 사진 왜 자꾸 확인할까 그렇다고 착각하지마 쉬운 남자 아니야 난 달랐어 네가 뭔데 너만 잘났어 왜 나를 자꾸 놀려 너 이제 그만 hold up Was zur Hölle? Wieso? Was ist das für eine Szene? 너 이제 그만 hold Okay, die wollen wahrscheinlich darstellen, so, mach dich nicht über mich lustig, aber warum die zwei auf dem Klo? Aber das ist schon wieder sein cutesy-Blick, ne? Aber da sieht er noch krasser Babyface-mäßig Ja, aus ja, als ja. heute. Also, Ist ja auch nochmal 5 Jahre jünger. krass. Also die Zeit ist dann noch nicht ganz an ihm vorbeigegangen. Er sieht schon ein bisschen männlich aus, aber Zum nicht viel. Positiven. Nicht viel, aber. Auch doch dieser. Ja. 잡아 날 덮치기 전에 내 맘이 널 놓치기 전에 Say what you want 네가 진짜로 원하는 게 뭐야 잡아 날 덮치기 전에 내 맘이 널 놓치기 전에 Say what you want 네가 진짜로 원하는 게 뭐야 왜 내 맘을 흔드는 건데 왜 내 맘을 흔드는 건데 왜 내 맘을 흔드는 건데 겉으로 bad bad girl 속은 더 bad bad girl 나 같은 남자 놓치면 후회하게 될걸 내심도 확인해놓고 누르지 않는 너의 행위 일자리 없으니까 동시에서만 타진 내 리액션이 난 살까봐 어필하려고 계속 난 내가 유일한 모습도 너의 내가 어떻게 변하면 되겠니 Hold up Moment mal. Was war das denn für eine Andeutung gerade? Auch mit dem The only thing I couldn't get is your beauty. 모습도 너의 Das sieht ein bisschen komisch aus. Als ob er gerade versuchen würde, unter den Rock zu greifen. Ja, gut. Meint er wahrscheinlich nicht. Endurance, das fand ich gut. Da habe ich direkt an was anderes gedacht, was er wahrscheinlich meinte. 내가 유일한 모습도 너의 내가 어떻게 변하면 되겠니 Hold up 믿다 어자 그런 건 낫자 다시 나쁘면 이고 말거나 네가 우라면 울어 웃으라면 웃어 쿨하면 쿨할랐어 난 달랐어 네가 뭔데 너만 잘났어 왜 나를 자꾸 놀려 너 이제 그만 hold up Oh mein Gott, das ist Jim gewesen. Warum sind die so hart? Schnappen sich einfach die Frau, ja? 네가 진짜로 원하는 게 뭐야 잡아 날 덮치기 전에 내 맘이 널 놓치기 전에
Hold me tight before I jump on you? Ja, ich glaube, es ist gar nicht. Ich war mit meinem Ist etwas. gar nicht so romantisch, wie man dachte. Nee. Hatte ich jetzt aber die ganze Zeit zwischendrin schon den Eindruck, lag ich doch gar nicht so falsch. Ich habe da schon so 1, 2 Dinger zwischendrin schon gelesen, wo ich dachte so, okay, es ist doch, ich sag mal, eher so proaktiv. Das, okay. Oh, jetzt aber. Okay. Wow! Oh, der Adlib im Hintergrund. Hey. Richtig krasse Adlibs hier am Ende noch. Man sieht leider nicht, wer die hier singt. Ich glaube Jungkook. Hä? Ich glaube Jungkook. Ich könnte falsch liegen, aber ich bin mir zu 90% sicher. Was nichts heißen muss. Ja, müsste man halt wieder die Live-Performances sehen oder unsere Zuschauer schreiben es gerade schon fleißig in die Kommentare. Die Schönheit geht harmonisch schön auf, ne? Das ist halt typisch, ja. Da werden kurz mal die E-Gitarren weggelassen, schön dann ein Piano rein mit schön weichen, harmonischen Akkorden, die sich hier schön auflösen. Und dann ist man sofort direkt in einem Liebessong drin. Kann man Ne? sich anschmiegen wie ein Kätzchen. Ja, funktioniert super auf jeden Fall. Und dann hörst du schon im Hintergrund, wie die E-Gitarren langsam kommen. Auch diese Sounds hier, diese Soundeffekte, ne, so immer kurz vor den Übergängen oder als Übergang auf dem rechten Ohr, dieses Übrigens ist sie ist auch zweistimmig, ne? Wir hören eine Hauptstimme, aber links ist noch eine Stimme zusätzlich, die das Ganze harmonisch auch nochmal begleitet. Eine Oktave tiefer. Und auf dem rechten Ohr ist ein Instrument, das das Ganze auch gleich spielt. So ein bisschen Synthesizer. Jetzt haben sie auch Lederjacken und so. Oh, könnte auch Jimin sein. Ja, dachte ich auch erst, aber so genau kann ich die Stimmen dann halt auch nicht unterscheiden. Vor allem, wenn die da in so einen Mix so reingesetzt sind. Geil, hier die E-Gitarre. Okay, ich glaube, ich wechsle nochmal von Jungkook zu Jimin. Vielleicht liege ich jetzt richtiger. Auch wieder mit 90%. Wie kann das denn bitte gehen, wenn du bei dem einen schon 90% sicher? Weil ich meine 90% jetzt auf eine andere Person verteilt habe. Okay, Mathe 6 und 6. 6 und 6. Okay. Alles klar. Setzen 6. So, was gibt es irgendwelche Fragen? Ich weiß gar nicht, worauf ich eingehen soll.
Was halt hier im Refrain ganz klar ist, ist, dass die Stimmen auch wieder super gedoppelt sind. Also sehr, sehr viele Stimmen auch. Die sind wahrscheinlich alle Jungs drauf. Auch dann in verschiedenen Tonlagen im Endeffekt wirklich da nochmal unterwegs, dass sie sich da schön harmonisieren und das Ganze schön breit verteilt, damit man eben wieder dieses weite, offene hat, was man braucht im Refrain. 내 맘이 널 놓치기 전에 Say what you want, say what you want. Ne, was ganz... Ist auf der E-Gitarre so ein bisschen Verzerrung mit drauf? Oh, ja, nicht nur ein bisschen. Das ist, die E-Gitarre klingt ja eigentlich, ja gut, es gibt auch cleane E-Gitarren, aber auf der ist sehr, sehr viel Distortion drauf, Verzerrer. Boah, es sieht gerade voll creepy aus. Oh, ja. Was ich sagen wollte, hier im Hintergrund, ach, da stehen die zwei immer noch auf dem Klo. Was machen die so? Dieses Say What You Want hört man ganz kurz im Hintergrund noch so richtig Vocal Chant mäßig, dass da mehrere Leute wirklich sind. Relativ leise hier, die das dann immer wieder wiederholen, wie so ein Echo. Ist sehr, sehr leise. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Ja, weil es wirklich sehr leise ist, aber es sind tatsächlich viele Stimmen eigentlich, aber die wurden gemeinsam in der Gruppe einfach dann schön leise gezogen, machen aber da schon nochmal einen gewissen Effekt aus. Hier war auch so ein Moja, oder Hast du den Schrei gehört? Mhm. Okay. Ja, und alles immer mit sehr, sehr vielen Stimmen, alle singen sehr rau und so. Ist schon witzig, ja, wenn wir die alten mit den neuen Sachen vergleichen. Das ist nicht rau singen, das ist komisch singen. Auf jeden Fall sehr, sehr interessant, tatsächlich die alten Sachen und die neuen Sachen einfach mal so im Vergleich zu hören, weil die neuen doch sehr durchpoliert, poppig irgendwie sind, aber krass da die Entwicklung zu sehen. Tag und Nacht. Sehr, sehr spannend. So, und jetzt haben wir es auf jeden Fall endlich geschafft, den Song Boy in Love abzuhaken und auch uns zu erhellen, dass es zwei verschiedene Songs sind. Boy with Love und In Love. So, Gott sei Dank haben wir es geschafft. Ich hoffe, ihr habt was gelernt. Falls ja, lasst gerne ein Abo da und nicht vergessen, Glöckchen an! Für den Ehrenmann, das bin ich, Rahim, und schaut auch gerne bei Dana vorbei. Da gibt es auch jeden Sonntag ein Video auf YouTube. Dafür etwas aufwendiger und geschnitten und schöner gestaltet vielleicht. Und ja. Und abonnieren nicht vergessen, wirklich. Wir sind wirklich Road to 100k nicht vergessen und seid auch dabei. Tschüss.